Herzlich willkommen beim Neurotalk. Letzte Woche hatten wir bereits ein Interview geführt mit The Fat Rat, dem Musikproduzenten, gebürtig genannt Christian Büttner. Und auch heute wendet sich das Video wesentlich mehr wieder an die jüngeren neurodivergenten Menschen, nämlich die, die vielleicht auch überlegen, sich jetzt selbstständig zu machen. Und da gibt The Fat Rat euch heute die wichtigsten Tipps mit an die Hand, was ihr nicht tun solltet und was ihr tun solltet, wenn ihr euch selbstständig macht. Und das Video richtet sich natürlich nicht nur an SVer, also an Verbandsgeschwister aus unserem Dachverband des Sondershäuser Verbandes, eben aus den Studierendenverbindungen, sondern im Endeffekt an alle Studierende und die, die sich selbstständig machen wollen. Hallo Christian. Hallo Alice. Wenn sich jetzt andere SVer selbstständig machen wollen, was würdest du da so empfehlen? Was denkst du, was ist das Wichtigste gewesen in deiner Unternehmertätigkeit? Weil als Musiker ist man ja trotzdem irgendwie auch Unternehmer. Aber insgesamt, was würdest du so anderen Leuten mitgeben wollen? Weil ich zum Beispiel hier mit meinem Buch, was ich mit Christian Dräger geschrieben habe, Scheitern als Businessbeschleuniger, da versuche ich ja darzustellen, dass Scheitern dazugehört, dass man davor keine Angst haben sollte. Was ist das, was du Gründern aus dem SV? Da habe ich was ich ganz klar mitgeben kann, weil ich nicht nur mich selber selbstständig gemacht habe, sondern auch wirklich viele Leute kenne, die sich selber selbstständig gemacht haben. Viele, wo es nicht geklappt hat, viele, wo es auch extrem erfolgreich geklappt hat. Und ich würde sagen, das, was extrem korreliert ist, damit, wo es geklappt hat, wo es nicht geklappt hat, ist, die, wo es nicht geklappt hat, haben es in erster Linie fürs Geld gemacht. Also die haben sich einfach überlegt, ich will mich selbstständig machen und da brauche ich ja jetzt irgendwas, ja, dann mache ich jetzt mal das. Das, glaube ich, klappt am besten. Ist am wenigsten Arbeit, am meisten Geld. Oder am meisten Geld. Und die, wo es geklappt hat, war für gewöhnlich so, dass die einfach besessen waren von einem Thema. Wirklich besessen. Ob das jetzt Immobilien waren oder ob das eine gewisse Ernährungsweise ist, kenne ich auch welche, die da was groß gemacht haben. Oder Einzelhandel oder was auch immer. Egal, was es ist, die Leute lieben das Thema absolut. Oder kenne auch welche, obwohl ich selber meistens vegan lebe, die professionellen Metzgerbetrieb haben, ja, oder Textilien herstellen oder alles. Die Leute lieben das Thema ganz speziell. Und wenn du dich mit denen über das Thema unterhältst, merkst du das, dass die gar nicht mehr aufhören können, über die Details, ob das jetzt ist, wie die Immobilien irgendwie gebaut werden oder ob es eben ist, wie die Räucherung von der einen Wurst im Vergleich zu der anderen funktioniert. Oder bei mir, wenn ich anfange, über Musikproduktion zu reden, bin ich nicht mehr zu stoppen. Einfach das Thema absolut liebt. Das ist, glaube ich, das A und O. Und dann kann es auch funktionieren, wenn es eigentlich der Markt nicht da ist oder man sagt: „Okay, das ist jetzt grad nicht nicht der richtige Zeit, der richtige Ort.“ Aber wenn du das Thema total liebst, ist oft so, dass solche Leute sich durchsetzen. Und andersrum, wo man sagt: „Okay, passen eigentlich alle Parameter.“ Leute, die in das Thema nicht wirklich verliebt sind, ganz schwer. Die schmeißen meistens einfach auch zu früh hin, ja. Ne? Ich weiß nicht, verliebt sein ist so, weiß nicht, ob das Wort richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich in mein Thema verliebt bin. Aber bei mir war halt, meine Mutter ist, seitdem ich 3 Jahre alt bin, immer wieder in der Psychiatrie gewesen. Und das eben alles wegen Asperger Autismus und weil die hochbegabt ist und in einer Arbeiterfamilie groß geworden ist. Eigentlich 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, 2020 mit Corona hatte ich gar keine Kunden mehr, war ich eigentlich kurz davor, das aufzugeben, mir eine Festanstellung zu suchen. Dann habe ich Christian Dräger kennengelernt, die mein Theaterstück gefördert haben und dass ich das sogar als Film das Theaterstück verfilmen konnte sozusagen. Und 2022, wo ich dann auch noch mal überlegt hatte: „Okay, klappt wirklich nicht, gebe ich's auf“, hat sich dann noch eine gute Freundin, die ein Jahr vorher mit mir eigentlich eine Firma dazu sogar gründen wollte, die hat auch Coaching für Hochbegabte gemacht. Die hat dann Selbstmord begangen, erfolgreich leider. Und eine Woche bevor sie ihre Doktorarbeit fertig hatte, die sie auch über Hochbegabte geschrieben hat. Und da war für mich einfach klar, das Thema, egal ob es eigentlich zwar jemand haben will, was halt nicht der Fall war, weil sonst wäre ich nicht gescheitert. Irgendwie wollte es keiner haben. Aber für mich war klar, das Thema muss in die Muss Welt, gemacht werden, es ja. muss gemacht werden so. Und ich kann einfach nicht aufheben, weil es gibt einfach nichts anderes, weil das habe ich sage manchmal vielleicht mit solche schweren Schicksalsfälle. Äh, also meine Kindheit war wirklich nicht einfach. Ich kam auch in eine Pflegefamilie und so. Und umso dankbarer war ich dann später für die AMV Fridericiana, weil der SV selber ist eigentlich für mich wie eine Ersatzfamilie gewesen. Und das hat mich sehr gestärkt. Und ich glaube, alles, was wir als Trauma erleben,
erleben wir aber auch nicht umsonst, sondern eigentlich, weil wir daraus etwas noch viel Schöneres hervorbringen sollen. So. Und das war der Grund, warum ich dann am Ende dann dran geblieben bin. Ja. Ja, das glaube ich. Also Was waren so für dich Scheitererfahrungen? Scheitererfahrung, boah, so viele. Nenn mal eine. Ich fange mal ganz am Anfang an. Also hattest du zum Beispiel Geld von deinen Eltern bekommen? Hattest du erzähle dir, um die Selbstständigkeit zu starten? Ein bisschen, aber bewusst nicht viel. Also, ich habe tatsächlich während des Studiums, während ich noch Tontechnik studiert habe, habe ich mal nebenbei 'n Praktikum angefangen, wo ich 400 € im Monat bekommen habe. Und dann habe ich meine Mutter, die mich ein bisschen unterstützt hat mit 400 € im Monat, habe ich gesagt: „Du, ich kriege jetzt Geld, das war noch während des Studiums, brauchst mir nichts mehr zu zahlen.“ Also, ich war da immer, dass ich auch so wenig haben wollte, wie es ging. Ich habe dann, als ich dann noch mal 2006 in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich dann auch noch mal 'n halbes Jahr im Monat 600 € gebraucht. Und das für 'n halbes Jahr. Also, war jetzt nicht dicke, aber hat schon enorm geholfen. Genau, aber die Scheitererfahrung, wie gesagt, also weiß ich erst mal gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, weil das ist halt 95% ist halt Scheiter einfach. Weil das ist 'ne Musikproduktion, du machst und es funktioniert eigentlich nichts. So, ist ja auch klar, weil du kannst nicht Hit hinter Hit produzieren. Nicht mal 'ne Mix Martin, der erfolgreichste Produzent der Welt ist, der sagt auch: „Ja, die meisten Songs, die ich mache, funktionieren nicht. Die meisten Künstler, die ich mache, funktionieren nicht. Die meisten Projekte, die ich mache, funktionieren nicht.“ Der Erfolg ist halt die absolute Ausnahme. Das ist, glaube ich, 'ne ganz grundsätzliche Regel, die man sich da merken kann. Und das Erste, woran ich mich dran erinnere, war, dass ich habe mir Studioequipment gekauft. Ich hatte gespart aufm Auto, als ich 18, 19 war, und da statt 'n Auto habe ich mir Studioequipment gekauft. Habe dann 'n halbes Jahr produziert und gemacht, da hatte den DJ im Club kennengelernt so 'n bisschen. Und ich bin immer ganz früh in 'n Club gegangen, so um 9, wenn die grade aufmachen, weil dann konnte ich dem DJ auch meine CD geben und sagen: „Hier, hör mal rein.“ Weil wenn erst mal die Party am Gange ist, dann wollen die nichts mehr von dir wissen. Ja, und dann bin ich dahin, DJ kannte ich, dann: „Hier, neue CD, Produktion, spiel mal an.“ Der schiebt rein, spielt's, und dann kommt der Lichttyp an, der das Licht macht, der gar nicht wusste, dass die CD von mir war, kommt dann so: „Was spielst du da für 'n Scheiß? Kasper?“ Dann war das Thema erst mal auch klar, okay, der Song, das ist jetzt noch nicht. Wenn du halt in dem Fall habe ich halt speziell Musik für die Situation da gemacht. Also, da hat's dann schon was bedeutet. Das hat dich nicht deprimiert, als der Lichtmann sagte: „Boah, mach dich Es erst war erst mal Schlag in 'n Magen so, aber ich habe mir gedacht: „Ah, okay, ich muss besser werden.“ Genau. Und es war einfach so, ich habe die ersten 10 Jahre bin ich so grade über die Runden gekommen. die ersten 10 Jahre?“ Ja, etwa. Wow. Also, ich habe so 2000 habe ich 99 habe ich angefangen. Wow, 99. 99 habe ich angefangen zu produzieren und es war 2009, dass es anfing, wirklich, sage ich mal, so zu gehen, dass es nicht mehr völliges Rumgekrepel war. Vorher war halt irgendwie so grade über die Runden gekommen. Und 2009 war so, dass man sagt: „Okay, jetzt kann man auch mal eben in die USA fliegen.“ Aber 99, ja, ich habe Abitur gemacht, habe mir Ende 99 habe ich mir, Equipment gekauft. Ja, genau. Als ich da letztens, bei dir auf'm Haus in München war, beim AGV, habe ich so 'n paar also, die Altherrenschaft trifft sich da ja ab und zu, also, so 'n paar Rechtsanwälte und Mediziner und die haben so dann erzählt, „Ach ja, der Pitti“, da haben sie erzählt, dass sie am Anfang sich nur über dich lustig gemacht haben und immer gedacht haben: „Boah, der verdient doch nie was damit und der bleibt doch stinkearm“ und sonst was. Das war mir immer Positiv überrascht wurden. ja, das ist immer, ich liebe es, unterschätzt zu werden. Also, mich hat es nie, wenn die Leute sagen: „Oh, das wird doch nie was“, dann immer: „Ja, super, können sie auch glauben, die Leute, weil es schadet mir nicht, aber ich enttäusche dann auch niemanden.“ Weil ich habe das auch nie so: „Ja, aber es wird aber alles“, ich muss ja niemanden überzeugen, einfach Fakten beschaffen. Ist immer das Beste, einfach Fakten beschaffen. Ich finde, das ist 'n guter Schluss. Genau, einfach machen. Vielen Dank, Christian. Demnächst wird auch die Mutter von The Fat Rat, nämlich Christine Büttner, über ihr Buch berichten. Artgerechte Haltung der Homo sapiens. Und eventuell, wenn ihr Glück habt, wird das schon nächste Woche Dienstag sein. Also, ich freue mich, dich nächste Woche Dienstag wieder zu begrüßen beim Neurotalk. Danke wieder fürs Zuhören und nicht vergessen, unten den Kanal abonnieren, wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest zu neurodivergenten Themen und Kommunikation. Ich freue mich, dich nächsten Dienstag wiederzusehen. Viel Spaß!